zum Teufel verbinde ich meine Domain mit der neuen Wix-Webseite? Das ist mit Abstand die häufigste Frage und der größte Frustrationspunkt aller meiner Kunden, und ich möchte dir heute in diesem Video eine ausführliche Anleitung geben, wie du eine externe Domain mit deiner Wix-Webseite verbinden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu der Wix.com Akademie. Mein Name ist Petra und ich liebe Wix. Also eins vorweg: Um eine externe Domain mit deiner Wix-Webseite überhaupt verbinden zu können, beziehungsweise auch um eine interne, also einfach um eine eigene Domain mit deiner Wix-Webseite verbinden zu können, brauchst du ein Wix Premium-Paket. Und solange das Ganze nicht bestätigt ist, also wenn du dich für SEPA entscheidest, dauert das bis zu 8 Tage, geht eine Domain-Verbindung nicht, unabhängig davon, ob du diese Domain bei Wix gekauft hast oder eine externe Domain hast. Ich habe in der Vergangenheit bereits mehrmals über die Unterschiede in den Premium-Paketen gesprochen. Falls du dir nicht sicher bist, welches Wix Premium-Paket du auswählen sollst oder welches für dich passend ist, dann kannst du dir das Video dazu anschauen. Ich verlinke den Link auch nochmal in die Beschreibung. Und noch ein kleiner Hinweis: Wenn du Premium-Paket Combo oder höher nimmst, bekommst du einen Gutschein für eine kostenlose Domain. Das geht aber nur für ein Jahres-Premium-Paket, also nicht, wenn du das monatlich machst. Die Domain, die du in diesem Gutschein erwerben kannst, also die du bei Wix registrierst, im Folgejahr fallen da Standardgebühren an. Also mittlerweile, das war eine Zeit lang nicht möglich, kann man eine .de-Domain mit diesem Gutschein erwerben, aber für Österreich und Schweiz, das ist immer noch nicht möglich. Also die .ch ist es, glaube ich, Österreich, und .at, die sind laut meines Wissens immer noch nicht möglich. Und was du unbedingt wissen sollst, also hier solltest du vielleicht nicht so sparen, ist, denn wenn du eine Domain bei Wix registrierst, Wix selber bietet kein E-Mail-Postfach-Hosting an. Die arbeiten da zusammen mit G Suite, also mit Google, und dann kannst du das über Wix Google Postfächer kaufen. Google Postfächer werden immer einzeln verkauft und sind mit 6,50 € pro Monat relativ teuer. Das heißt, wenn du irgendwie 3 E-Mails brauchst, also Info@ und deine Domain und deine persönliche und so, dann wird es schon sportlich. Also dementsprechend sage ich, eigentlich solltest du auf andere Anbieter, ob das jetzt Strato oder wie auch immer ist, die dir dann so ein Paket mit E-Mail-Hosting auch anbieten, ausweichen. Nun, jetzt gehen wir aber weiter. Wie verbinden wir eine Domain? Letztendlich ist es relativ einfach. Du gehst in den Einstellungen auf Domains und klickst einfach auf Domain hinzufügen, und dann bekommst du die Möglichkeit, eine Anfrage in eine neue Domain kaufen. Also wenn du nirgendwo noch eine Domain hast, eine bereits registrierte Domain verbinden. Das ist für externe Domain oder Domain zu Wix transferieren, wenn du woanders eine Domain registriert hast und du diese an Wix transferieren möchtest. Wie gesagt, ich entscheide mich am allermeisten für diese Variante, gerade wegen den Postfächern, und klick mal dann einfach drauf. Kleiner Tipp: Du kannst jede Wix-Webseite kannst du bis zu 6 Domains verbinden, wobei du dich dann entscheiden müsstest, welche ist denn deine Hauptdomain, und alle anderen pointen darauf. So, jetzt hier würdest du einfach nur deine Domain eingeben, aber bevor du das tust, solltest du dich hier entscheiden, für welche Verbindungsmethode oder welche Art soll ich denn wählen. Und jetzt ist so die Frage, es gibt immer nur 2 Möglichkeiten: einmal Nameserver, und die wird immer von Wix empfohlen, da Wix nun alle deine DNS-Einträge verwaltet. Das heißt, du gibst ihm die Rechte für die Verwaltung deiner DNS-Einträge, und in der Regel ist so eine Verbindung viel einfacher. Also Ionos, also ehemalig 1&1, zieht diese Verbindung auch vor. Der Nachteil ist jedoch, dass wenn du jetzt externe Postfächer machst oder eine
neue Subdomain anlegen möchtest, ist es relativ kompliziert. Wenn du allerdings ein Anfänger bist, all deine E-Mails schon kreiert hast, dann ist das absolut easy, dann bleibt es so, das ist dann auf Default und dann gibst du einfach hier deine Domain an und dann leitet dich das Ganze weiter. Ich benutze meistens eine Verbindung mittels Weiterleitung, also ich nehme das hier und dann bekommst du erstmal diese ganz schreckliche Warnung, dass die das nicht empfehlen und dass du nur einen begrenzten Support und Unterstützung anbieten, denn sie möchten eigentlich schon, sobald sie alle DNS-Rechte haben, können sie da auch am besten darauf zugreifen. Und ich sage aber, nee, das möchte ich trotzdem und bestätige das Ganze. Du hast hier noch eine andere Methode, die sich darauf bezieht, wenn du eine Subdomain der Hauptdomain verbinden möchtest. Das ist noch ein Stückchen anders. Und du würdest jetzt hier meine Domain eingeben, also keine Ahnung, vielleicht tut sich das so, sag mittels Weiterleitung.de und würde dann jetzt hier auf Weiter klicken. Der sagt mir jetzt, er wird sicherlich nichts finden. Ah doch, das gibt tatsächlich jemanden, der diese Domain gibt es. Und dadurch, dass ich mit Weiterleitung arbeite, hast du hier zwei Möglichkeiten. Und zwar, was man hier nicht weiß, ist, das ist der Unterschied. Dieses A-Record bezieht sich auf deine Domain ohne das www. Das heißt, wenn du mit Weiterleitung arbeitest, unabhängig vom Registrar, ist eines der häufigsten Fehler, dass die Leute einfach in den DNS-Einstellungen das hier kopieren und dann in den DNS-Einstellungen der Hauptdomain auch CNAME einfach kopieren und reinsetzen und dann geht die Verbindung nicht. Nun ist es aber so, du musst, wenn du mit Weiterleitung arbeitest, eine Subdomain anlegen, die dann heißt www. und deine Domain. Und dort in dieser Subdomain DNS-Verwaltung änderst du nur CNAME. A bleibt bestehen und du würdest nur CNAME ändern. Du musst es dort speichern und dann einfach auf Domain-Bestätigung klicken. Nun, was sind die häufigsten Fehler? Die häufigsten Fehler, die auftreten, ist zum einen, dass die Leute keine Subdomain anlegen, zum zweiten aber auch, die tun das Ganze, also die legen eine Subdomain an und vergessen aber, dass ganz oft je nach Registrar eine Wildcard drin ist, die dann immer noch auf den Registrar pointet. Das heißt, meistens ist es entweder ein Sternchen anstatt dieses wwws oder manchmal ist es so ein wie nennt sich das, Prozentzeichen. Und wenn dort, also wenn so etwas ist, dass es eine Wildcard ist in den Subdomains, dann muss man das löschen. Also das ist mitunter einer der häufigsten Fehler, die ich sehe. Und man kann auch nicht ganz generell sagen, denn das ist von Registrar zu Registrar verschieden. Strator hat es zum Beispiel nicht. Ionos hat es bei manchen Paketen. Webhost One hat es auch. Und wenn man das nicht löscht, dann wird zwar diese Domain angezeigt, also die Hauptdomain, denn da ist der A-Record drin, aber wenn man www eingibt, kommt man ins Leere. Und gleichzeitig, wenn man mit Weiterleitung arbeitet und eins von diesen beiden Dingen nicht sauber aufgesetzt ist, dann kannst du kein SSL-Zertifikat anlegen. Für alle anderen Fehler und Lösungen, die da noch auftreten können, die sind so ein bisschen spezifisch, wie lange es dauert, bis die DNS-Einträge stattfinden ist, findest du nochmal eine PDF, ebenfalls in der Videobeschreibung. Dann kannst du dir das mal angucken, falls du da hier gerade eben zu Hause bist und verzweifelst, also nicht verzweifeln, da muss man sich einfach ein bisschen durchbeißen. Und grundsätzlich nochmal eins vorweg, die sagen zwar 48 Stunden, bis das Ganze aktiv ist, aber wenn deine Domain nicht angezeigt wird innerhalb der nächsten 30 Minuten, dann stimmt da was nicht. Ne? Also
Einfach darauf achten, wie man es drauf macht, und ich persönlich verbinde meine Domains mit Weiterleitung, ganz einfach wegen den Postfächern, damit ich die extern haben kann. Aber für Anfänger und für Leute, die nicht öfters Subdomains anlegen oder nicht öfters E-Mails anlegen, dann bietet sich selbstverständlich die Nameserver-Variante an, denn die ist deutlich einfacher für Laien zu installieren. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's Wix it, deine Petra.